Hallo und herzlich willkommen zu Veras Blockflöten-Kanal. In meinem Newsletter habe ich vor kurzem eine Umfrage veranstaltet unter den Blockflötenspielerinnen und Spielern, welche Themen sie besonders interessieren würden beim Blockflöte-Spielen. Und 3 dieser Fragen, die dabei rauskamen, möchte ich heute beantworten. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, ich hatte in meinem Newsletter eine Umfrage veranstaltet, habe gefragt, welche Themen würden euch besonders interessieren, und da kamen einige Reaktionen und aus manchen Fragen, die da kamen, mache ich wieder neue Videos und andere Fragen kann ich etwas kürzer beantworten. Und jetzt geht es gleich los mit der ersten Frage von einem Abonnenten, der mich gefragt hat: Soll man nach dem Spielen die Blockflöte natürlich an der Luft trocknen lassen, aber soll man sie ganz lassen? Denn ich sehe bei dir immer, dass die Flöten da alle so aufgereiht stehen. Oder soll man sie auseinandernehmen? Also wie er schreibt, ist in seinem Bekanntenkreis und bei seinen Mitspielerinnen und Mitspielern ist das dann zwiespältig, die Meinung, was man machen sollte. Und ich würde ganz klar sagen, ja, nimm die Blockflöte auseinander zum Trocknen, denn klar, die Feuchtigkeit muss raus aus dem Holz. Deshalb solltet ihr natürlich nie die Blockflöte, wenn sie noch feucht ist, schon in den Kasten packen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Also wenn ihr jetzt noch nach Hause gehen müsst nach der Ensembleprobe oder sonst wie, dann natürlich, aber zu Hause gleich auspacken. Und ich würde sie auf jeden Fall oben und unten auseinanderschrauben, weil klar, sonst 2 Schichten Holz noch ineinander stecken, die dann nicht richtig trocknen können. Und wenn die Blockflöte nicht richtig trocknen kann, das ist Holz, lebendiges Material, dann kann es eben auch modern, ja. Also von daher ganz klar. Und ich mache das auch, wenn ich geübt habe. Nur ich will jetzt natürlich, dass meine Flöten sehr schön aussehen für euch. Und wenn ich selbst geübt habe und dann liegen die auch hier so, dann habe ich ein Tüchlein, wo die drauf liegen und dann lasse ich die so trocknen, beziehungsweise stelle die Kopfstücke immer hin, damit auch das Wasser, die Feuchtigkeit wegfließen kann vom Block, weil der ist ja am empfindlichsten. Und wenn da zu viel Wasser drin ist, dann verstopft die Blockflöte halt völlig. So, insofern ganz klare Antwort: ja, auseinandernehmen. Die nächste Frage war von einem anderen, oder ich weiß es eigentlich gar nicht, oder einer anderen. Es war ja eine anonyme Umfrage. Und übrigens, wenn ihr meinen Newsletter abonnieren wollt, das ist unten in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Da kriegt ihr immer Info, so alle 1 bis 2 Wochen schicke ich euch dann eine Plaudermail und erzähle, was ich so mache oder was auch für euch interessant sein könnte von dem, was ich mache, und ihr verpasst dann einfach nichts mehr. So, also wie gesagt, die nächste Frage war: Was ist der richtige Griff für das S? Also ich nehme mal an, auf der Altblockflöte gemeint, und ich nehme mal an, das tiefe S, also in der ersten Oktave. Und da nehme ich tatsächlich für das S diesen Griff und für das Dis diesen Griff, weil wir natürlich mit der Blockflöte in diesen alten Stimmungen spielen und die Blockflöte auch so gebaut ist, dass sie in barocker Stimmung und nicht in moderner Stimmung, wo alle Halbtöne gleich sind, gespielt werden soll, sondern ich möchte, dass mein S ein bisschen höher ist als mein Dis. Und das kann man vielleicht jetzt hören. Ich spiele es euch mal vor im Wechsel. Also es ist minimal, das ist klar, aber durch diesen Griff, den ich nehme fürs S, und wenn ich das S schön hoch spielen möchte, was einfach sauberer gestimmt klingt, auch wenn man ganz solo spielt auf der Blockflöte, ist das einfach sauberer gestimmt. Und wenn der mir noch nicht hoch genug ist, kann ich nämlich den unteren Finger so ganz leicht wegziehen und den Ton noch so ein bisschen höher machen.
kann auch den unteren Finger dann ganz wegnehmen oder umgekehrt diesen wegnehmen und dann wird es immer höher. Und das zahlt sich voll aus, zum Beispiel wenn ihr im Blockflötenensemble spielt und ihr habt da einen C-Moll-Akkord, da sind die Töne C, S und G und dann muss im Ensemble die Terz, ihr habt dann die Terz, das S in der Mitte ist, die Terz des Mollakkordes und damit das schön sauber gestimmt klingt im Blockflötenensemble, muss die Terz schön hoch sein. Und ja, wenn ihr das dann mit diesem Griff macht, seid ihr flexibel. Solltet ihr aus irgendeinem Grund dann viel zu hoch sein, könnt ihr immer noch diesen anderen Griff nehmen. Und ich bringe das meinen Schülerinnen und Schülern von klein auf gleich so bei. Und welche, die es noch nicht so gelernt haben, die lernen das bei mir um. Und das Gleiche, das gilt natürlich für die Sopranblockflöte. Das ist ja derselbe Griff. Also auf der Sopranblockflöte nehme ich tatsächlich statt dieses B, was man so landläufig kennt, dieses B, weil das einfach viel sauberer gestimmt ist. Dann kommt die dritte und letzte Frage, die aber in mehreren Fragen verschachtelt ist sozusagen. Da schreibt jemand, woran merke ich beim Einspielen einer neuen Flöte, wenn sie zum Flötenbauer muss? Also erstmal, wenn ihr eine neue Blockflöte einspielt, dazu habe ich mal ein ganzes Video gemacht, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut euch das mal gerne an, also vor allem, wenn ihr eine neue Blockflöte kaufen wollt. Da ist es wichtig, dass ihr die völlig trockene Blockflöte, deren Holz jahrelang gelagert hat, bevor sie gebaut werden konnte, an die Feuchtigkeit gewöhnt. Und zwar langsam, ja. Also wenn ihr da gleich eine Stunde am Tag drauf spielt, dann überlebt die das nicht, dann platzt das oder dann gibt es Risse. Das heißt, ihr müsst langsam anfangen. Und zu Anfang ist es wirklich nicht mehr als 5 Minuten. Dann ist es normal, dass die Blockflöte heiser wird nach diesen 5 Minuten und vielleicht in der zweiten Woche nach den 10 Minuten und so könnt ihr das aufbauen. Es ist also völlig in Ordnung, wenn die Blockflöte heiser wird nach dieser Zeit. Allerdings darf sie nicht vom ersten Ton an heiser klingen, dann ist was faul. Also wenn ihr die Flöte vorher gut gewärmt habt, wie gesagt, ich habe das in dem Video gut erklärt, also ausführlich erklärt auf jeden Fall, dann müsste sie erstmal die paar Minuten wenigstens richtig gut klingen. Dann ist es normal, dass sie zugeht, heiser wird oder auch ein bisschen so nicht mehr schön klingt. Dann müsst ihr sofort aufhören und die Flöte trocknen und am nächsten Tag oder viele Stunden später wieder weitermachen. Also wie gesagt, wenn die Blockflöte die ganze Zeit von Anfang an heiser klingt, würde ich sofort reklamieren. Das ist dann nicht in Ordnung. Dann fragt er oder sie weiter, wenn die Heiserkeit nicht besser wird. Also wie gesagt, das habe ich ja gerade beantwortet. Die Heiserkeit müsste besser werden beim Einspielen, indem man immer ein bisschen länger spielen kann. Dann, oder was kann noch durch das Einspielen besser werden? Außer der Heiserkeit? Ja, also soweit ich weiß, nichts. Also ich habe mich gerade vor kurzem mit dem Blockflötenbauer Sebastian Meyer darüber unterhalten, über genau diese Frage. Und der meinte, weil ich nämlich mir immer eingebildet habe, ich habe meine Altblockflöte von Tim Cranmore, die ich seit Urzeiten habe, damals so gut eingespielt, dass die hohen Töne immer noch besser und klarer und schöner und leichter ansprechend waren. Und das ist wohl nicht so. Was nicht schon da ist, das kann man nicht durch Einspielen herstellen sozusagen. Was ich aber weiß und was ich denke, ich habe mich damals immer besser an meine Flöte gewöhnt. Also das war ein umgekehrtes sich gewöhnen und einspielen, in dem Sinn, dass ich immer besser rausgekriegt habe, wie muss ich denn den hohen Ton anpacken, dass der nicht rauschig klingt und dass der schön anspricht und man bekommt ja das Gefühl für die Flöte und das wird in dem Sinn besser. Aber vom Bau her, wenn die hohen Töne eigentlich zum Beispiel nicht gut ansprechen, schon von Anfang an, dass man denkt, oh, die ist im Vergleich zu einer anderen schwierig in der Höhe, das wird nicht besser, meines Wissens.
Und das Gleiche gilt auch für die Tiefe. Also wenn ihr da so richtig schöne tiefe oder mittlere Töne ausprobiert. Wie gesagt, ich habe ja ein Video gemacht zum Einspielen, da habe ich das auch alles nochmal so vorgespielt und gemacht. Und dann müsste die eigentlich schon von Anfang an so klingen, wie sie klingt, sage ich mal. Und die Frage geht noch weiter, oder ob sie einfach nur Öl braucht. Also ich verstehe das so, die Frage lautet, die Flöte wird heiser und es wird nicht besser, braucht sie dann Öl? Also wie ihr wahrscheinlich wisst, Blockflöten aus Edelhölzern, also Buchsbaum, Palisander, Olivenholz, Rosenholz, all diese schönen Hölzer, die muss man regelmäßig ölen, damit das Holz noch besser geschützt ist gegen die Feuchtigkeit. Damit die Oberfläche glatter wird und die Feuchtigkeit nicht so eindringen kann. Und dann klingen die natürlich auch viel schöner. Ich habe noch nie festgestellt, dass sie heiser wird, wenn sie geölt werden muss. Also erstmal rein mechanisch oder so kann man das feststellen, ob die geölt werden muss, wenn die Oberfläche sich nicht mehr glatt anfühlt von innen. Da fühle ich einfach so rein und dann fühlt man das, ob sich das rau anfühlt oder nicht. Und erstmal müsste ja die Flöte, wenn ihr sie kauft, schon ausreichend geölt sein. Und ich habe den Zusammenhang noch nicht festgestellt zwischen heiser werden und nicht geölt sein. Ich habe übrigens mal ein Video gemacht zum Flötenölen. Ich glaube eigentlich, dass die Heiserkeit jetzt in dem Fall bei der Abonnentin oder dem Abonnenten an was anderem liegt und dass die Blockflöte überholt werden müsste. Und das ist auch gleich das nächste Stichwort. Ihr solltet immer, wenn ihr eine Blockflöte neu habt, die nach, ich weiß nicht, plus minus einem Jahr nochmal überholen und nachgucken lassen. Entweder bei der Flötenfirma, die bieten das ja auch an, innerhalb dieser Garantiezeit von, ich weiß nicht, 2 Jahren sogar, glaube ich. Und beim Flötenbauer macht es auch wirklich Sinn, nach einiger Zeit, wo sich das Holz verändert hat durch die Feuchtigkeit, Holz lebt ja sozusagen, da nochmal nachgucken zu lassen und nochmal vielleicht ein bisschen was schleifen zu lassen und so, was man natürlich besser nicht selber macht. Von daher, ja, also, aber wenn in dem Fall jetzt die Blockflöte die ganze Zeit heiser wird und ja, da würde ich da doch mal Profis nachgucken lassen. Ich hatte den Fall von einer Blockflötenschülerin, die kennt ihr von meinen Videos, Simone, die hat schon öfters mal mitgemacht. Könnt ihr mal schauen, wo sie ist in den Videos. Und Simone hat eine wunderschöne Tenorflöte von Mollenhauer Ardenna aus Buchsbaum. Und die war wunderschön ganz lange und dann wurde sie irgendwann immer heißer. Und da war nichts dran zu machen. Dann haben wir die auch eingeschickt zum Mollenhauer. Ja, so, ich hoffe, ihr konntet jetzt zufrieden sein mit der Beantwortung dieser Fragen. Schreibt mir jederzeit gerne auch eure Fragen, schreibt mir sie in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!